Hallo meine Freunde, hola Madridistas, bei Real Madrid brennt es. Wenn es vor 2 Wochen noch nur die Insider waren, die die Informationen gestreut haben, weitergegeben haben, sind es inzwischen auch die seriöseren Journalisten, die besser vernetzten Journalisten, die in den 2 größten Sportradiosendungen in Spanien die Informationen bestätigen. Es gibt einen Bruch in der Kabine. Die Führungsspieler gegen Xabi Alonso. Was der letzte Stand ist, was der Verein dazu zu sagen hat, etc., erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Ansonsten, the show must go on. Unterhalten wir uns über den Alltag von Real Madrid. Wir schauen uns das Training an. Ich berichte euch, wie bereitet sich Real Madrid auf den 5. Spieltag der Champions League vor. Denn heute Abend startet der 5. Spieltag. Keine Sorge, Real Madrid spielt morgen. Alle Informationen dazu bekommt ihr natürlich auch in dem Video. Und zu guter Letzt ist gestern aus Argentinien die Riesenüberraschung gekommen. Real Madrid möchte Nico Paz noch diesen Winter zurückholen. Der Argentinier, der in Como alle begeistert, soll die Lösung sein für Xabi Alonso. Was da los ist und noch vieles, vieles mehr, alles in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, lasst mich dieses Video mal mit einem Geburtstagsglückwunsch starten für einen Mann, der es so sehr braucht wie kaum ein anderer im Universum Real Madrids zurzeit. Und zwar unser Trainer Xabi Alonso. Er wird heute 44 und ich würde mir wünschen, dass er einen viel angenehmeren Geburtstag hätte, als er ihn zurzeit wahrscheinlich hat. Ich würde mir wünschen, dass er bei Real Madrid noch lange Trainer sein kann, dass die Spieler endlich sein Konzept akzeptieren und auch seine Machtposition, dass sie verdammt nochmal das machen, was er sagt. Naja, auf der anderen Seite hat er eine Familie zu Hause und ich glaube, da geht es ihm sehr gut. Ihm wird es auch im Leben finanziell nicht schlecht gehen. Also im Großen und Ganzen fasst sich das so zusammen. Herzlichen Glückwunsch, Xabi Alonso. Mögest du noch lange unser Trainer sein und mögest du reich beschenkt werden. Ja, und jetzt apropos reich beschenkt, möchtest du reich beschenkt werden? Möchtest du 50.000 Euro gewinnen? Ja, du hörst richtig. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das mal auf meinem Kanal sage. Aber meine Partner von Holy haben gerade ihre Black Week. Sei schnell. Die Black Week hat vorgestern gestartet, am 23.11. Verzeih mir, dass ich dir heute erst darüber berichte, aber durch das ganze Chaos bei Real Madrid hatte ich keine Zeit. Trotz alledem hast du noch genügend Zeit. Diese Black Week geht bis zum 2.12. Solltest du in dieser Black Week bestellen und am besten bitte meinen Code eingeben, ALAMADRID5 für Neukunden oder ALAMADRID für alle anderen, nimmst du automatisch an der Verlosung teil. Wenn du Glück hast, ist dieser wunderschöne goldene Lolli in deinem Paket aus reinem 535er Gold mit einem Wert von ca. 50.000 Euro. Und Gold, naja, ich glaube, der Wert wird in den Laufe der nächsten Jahre noch steigen, aber ich bin jetzt hier nicht, um irgendwelche Prognosen abzugeben. 50.000 Euro. Und wenn du denkst, nur eine Chance, mach dir keine Sorgen. Es gibt auch noch 3 Goldmünzen und all diese Goldmünzen sind jeweils 10.000 Euro wert. Also, du kriegst 4 Chancen, entweder auf den goldenen Lolli oder 3 goldene Münzen. Das Einzige, was du dazu machen musst, ist bei Holy in dieser Black Week zu bestellen. Gib da bitte meinen Code ein. Übrigens, wenn du dich nicht entscheiden kannst und wenn du Neukunde bist, empfehle ich dir das Starterpaket, denn das ist gerade um 10 Euro reduziert. Das kostet zurzeit 49,99 und wenn du als Neukunde meinen Code eingibst, kriegst du nochmal 5 Euro Rabatt. Also anstatt 60 Euro zahlst du 45. Ich finde, das ist ein guter Deal. Vor allem kriegst du alle Geschmacksrichtungen mal oder sehr, sehr viele. Irgendwas ist dabei, was dir schmecken wird. Und nebenbei noch die Chance auf 50.000 Euro. Viel Glück jedem Einzelnen. Sollte einer aus meiner Community gewinnen, möchte ich das bitte in den Kommentaren lesen. Ja.
Wie dem auch sei, kommen wir jetzt zurück zum Fußball, kommen wir zu Real Madrid. Und ich würde sagen, schauen wir uns mal den heutigen Spieltag in der Champions League an. Wie du sehen kannst, einige interessante Spiele dabei, aber das Spiel, was mich persönlich heute Abend am meisten interessieren wird, und das werde ich auch schauen, ist Chelsea gegen den FC Barcelona. Bin ich mal gespannt, wie die Engländer in England mit ihrer physischen Potenz dagegenhalten können gegen den FC Barcelona, der ganz klar wieder auf dem aufstrebenden Ast ist. Bin ich gespannt, wie das Spiel heute ausgeht. Chelsea kann aber, ich habe nochmal nachgeschaut, von ihrem 50-Mann-Kader trotzdem leider nur 11 Mann spielen lassen gleichzeitig. Ja, wie dem auch sei, ansonsten andere auch interessante Spiele, aber das Spiel ist für mich am interessantesten. Was bedeutet übrigens dieser Spieltag in der Champions League für Real Madrid? Morgen sind wir dran, haben ein schweres Auswärtsspiel bei Olympiakos Piräus. Inzwischen ist jedes Auswärtsspiel für Real Madrid ein schweres Spiel, die Heimspiele auch, aber das ist ein anderes Thema. Real Madrid ist nach dem 4. Spieltag, wie ihr sehen könnt, auf dem 7. Tabellenplatz. Wir sind also gerade noch unter den Top 8. Nach Olympiakos Piräus kommt Manchester City ins Bernabeu. Was bedeutet, wir können uns keinen Ausrutscher in Griechenland erlauben. Wir müssen diese 3 Punkte holen, um unter diese Top 8 zu kommen. Nicht noch ein Jahr bitte, indem wir in diese Extraspiele, indem wir in die Extra-K.O.-Runde müssen. Ja, ob unsere Jungs sich darauf auch wirklich gut vorbereiten, das kannst du am besten selber überprüfen. Schau dir das Training an von Real Madrid. Ja, was mich besonders bei diesem Training gefreut hat, bin ich ganz ehrlich, ist, dass ein Aurélien Tchouaméni da wieder fleißig mitgespielt hat, das gesamte Training absolviert hat. Antonio Rüdiger war da, sogar ein Franco Mastantuono hat einen Teil des Trainings absolviert. Franco Mastantuono ist so ein Thema für sich. Ich bin ganz ehrlich, der ist für mich rechts vorne der Einäugige unter den Blinden, also ohne jemanden zu beleidigen. Aber von den 3 schlechten Lösungen, die ich bis jetzt rechts vorne gesehen habe, ist er noch die beste bisher gewesen. Vor allem ist das mit Abstand der Spieler, der da am meisten arbeitet, rackert, presst. Es gibt unendlich viele Statistiken, die das untermauern, dass Real Madrid mit Franco Mastantuono und Arda Güler auf der 10 zusammen diese Pressing-Momente ligaweit die meisten hatten. Ja, ist vielleicht eine Erklärung dafür, wo dieses Pressing hin ist. Also inzwischen, auch wenn ich nicht so begeistert war von seinen Leistungen, muss ich zugeben, ich vermisse den Argentinier. Ja, und der Argentinier, der soll in Zukunft nicht der einzige Argentinier bei Real Madrid sein. Das zumindest behauptete gestern ein Journalist aus Argentinien. Das, was ihr neben mir seht, ist Gaston Edul. Der hat, wie ihr sehen könnt, 1,1 Millionen Follower. Also irgendwas muss an seinen Informationen ja dran sein. Er arbeitet für TYC Sports. Die sind in Argentinien auch eine große Nummer. Ja, hören wir uns mal an, was der gestern berichtet hat. Real Madrid hat bereits die Absicht mitgeteilt, Nicolas Paz im kommenden Wintertransferfenster in Europa, also jetzt im Januar, zurückzuholen. Der Verein wird die Rückkaufoption nutzen, um ihn aus dem aktuellen Verein herauszuholen, und er kehrt zu einem der wichtigsten Teams der Welt zurück. Er wird zusammen mit Franco Mastantuono spielen. Ja, Nico Paz kommt also noch in diesem Winter von Como zurück nach Real Madrid, wird in dem Fall mit Franco Mastantuono spielen. Als argentinischer Journalist ist das natürlich das, was ihn am meisten interessiert. Ich bin ganz ehrlich, als ich diese Nachricht gehört habe und gesehen habe, der hat über 1 Million Follower, der arbeitet für ein großes Unternehmen, ich dachte, Mann, da kann ja wirklich was dran sein.
Aber es hat für mich keinen Sinn ergeben. So arbeitet Real Madrid nicht. Real Madrid hat einen klaren Plan für Nico Paz, klaren Plan mit Como und Real Madrid war schon öfter in solchen Situationen. Ich erinnere mich, als der linke Verteidiger von Real Madrid verletzt war, Ferland Mendy, und Real Madrid theoretisch Fran Garcia von Rayo Vallecano hätte zurückholen können, als der noch Prime unterwegs war, und Real Madrid hat es trotzdem nicht gemacht. Und ich dachte auch, ist Nico Paz wirklich die Lösung? Weil wir haben, wenn wir auf einer Position eigentlich keinen Mangel haben, dann ist es auf der offensiven Mittelfeldposition. Da haben wir ja neben Jude Bellingham einen Arda Güler, der die beste Connection überhaupt mit dem Kylian Mbappé hat. Also das hat für mich keinen Sinn ergeben und ich wollte euch das auch so mitteilen. Ja, und dann habe ich heute Unterstützung aus Spanien bekommen, denn Jorge Picon, schaut rechts neben mir, dann könnt ihr es lesen, hat geschrieben: Real Madrid kann die Ausstiegsklausel von Nico Paz im Januar nicht aktivieren. Der Verein ist nur im Juni aktiv. Eine Einigung mit Como ist zwar möglich, eine Rückkehr des Spielers im Januar wird jedoch nicht in Betracht gezogen. Jorge Picon. Also, ja, wie gesagt, bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, wem ich mehr vertrauen kann. Dem Journalisten aus Argentinien, den Journalisten aus Spanien, haben bestimmt beide ihre Quellen. Keine Ahnung, wer da was gestreut hat. Allerdings wollte ich euch alle Informationen geben. Ihr könnt selber entscheiden, woran ihr am meisten glaubt. Ich glaube eher, dass da weniger was dran ist. Ja, warum brauchen wir überhaupt einen neuen Spieler? Ich glaube, jeder sieht, was in den letzten Wochen bei Real Madrid los ist. Ja, und vor 2 Wochen waren es nur die Insider, die diese Information verbreitet haben, dass es in der Kabine von Real Madrid nicht stimmt. Viele haben auch gesagt, Mario, bitte nicht bei diesen Quellen direkt weitergeben. Aber ich habe euch damals schon gesagt, wenn alle das Gleiche sagen und man weiß inzwischen auch, wer gut vernetzt ist und wer nicht, ich versuche euch ja nicht leichtfertig Informationen weiterzugeben. Aber gestern hat sogar Arantxa Rodriguez, die seriöseste Journalistin in der Welt von Real Madrid, und Anton Meana, auch ein sehr seriöser, sehr gut verknüpfter Journalist, beide in ihren Radiosendungen mehr oder weniger die gleiche Information gegeben. Hören wir da zusammen einmal rein. Es stimmt, dass Xabi Alonso nicht das Problem ist, aber er findet eben nicht die Lösung. Aber es wird auch intern die Verantwortung auf die Spieler verteilt, dass Camavinga keinen Schritt nach vorne macht, auch nicht Ceballos, nicht Güler und natürlich auch nicht Rodrigo. Das ist etwas, was auch der Verein erkennt, dass man einen Trainer braucht, der die Arbeitsgewohnheiten ändert und die Mannschaft fußballerisch verbessert. Dafür haben sie Xabi Alonso geholt. Aber die Spieler reißen sich im Moment auch nicht darum, es Xabi schwer zu machen, nach dem Motto, spiele ich oder spielt er? Dass sie auch diese Distanz zwischen der Kabine und dem Trainer spüren. Und vor allem, Manu, bei 3 Spielern, die für diese Mannschaft entscheidend sind. Der eine ist Jude Bellingham, der in Xabi Alonsos System keinen Platz findet. Er spielt, aber er glänzt nicht. Ja. Da ist Valverde, ein großes Problem, denn Valverde hält sich für groß und Xabi Alonso sieht ihn nicht als zentralen Mittelfeldspieler. Für Xabi Alonso besteht das Mittelfeld von Madrid aus Tchouaméni, Güler, Bellingham. Daher macht Valverde für ihn einen hervorragenden Job als Rechtsverteidiger. Besser als der verletzte Carvajal und besser als Trent, der im Moment nicht da ist. Das ist also ein Problem, denn Valverde sieht sich als Legende von Real Madrid und als einen der besten Mittelfeldspieler der Welt. Und er hat einen Trainer, der ihn nicht als Stammmittelfeldspieler bei Madrid sieht. Dürfen wir es wagen, die Namen unzufriedener Spieler zu nennen? Ich fange an, los geht's. Vinicius 1. Von Zum Beispiel ist es offensichtlich, dass er nicht glücklich ist. Valverde. Das sieht aus wie ein weiterer, nicht wahr? Andere. Roberto, gibt es noch andere Namen, die wir vorschlagen könnten? Ja, man kann noch viele weitere hinzufügen. Nennen Sie eins. Rodrigo, Rodrigo. Brahim. Nun ja, Hendrik natürlich. Ich glaube nicht, dass Gonzalo wütend ist. Gonzalo akzeptiert, dass es sein erstes Jahr ist und dass es schwierig für ihn sein wird. Mendy, der uns heute wie ein seltsames Wesen erscheint, aber unter Ancelotti unentbehrlich war. Mendy, los geht's, mehr davon. Wir hatten schon einige. Ja. Und ist irgendjemand glücklich? Jemand, der sagt, ich liebe Xavi Alonso. Carreras, Bausen. Courtois. Mbappé. Und Gola. Richtig. Zum Beispiel. Ja, wenn sogar eine Arantxa Rodriguez, die ist sehr, sehr zurückhaltend, weil sie sehr eng vernetzt ist mit Real Madrid und Real Madrid mag es gar nicht, wenn Vereinsinterne ausgesprochen werden. Also die ist schon sehr zurückhaltend. Und wenn die schon sowas sagt wie,
Ja, es ist ja offensichtlich, dass er nicht zufrieden ist. Ja, es ist klar, dass der auch nicht zufrieden ist und so. Ja, das sagt schon einiges aus. Und bei Anton Meana haben wir noch mehr Informationen bekommen, insbesondere bei einem Fede Valverde, der sich selber als Großnachfolger sieht. Aber ein Xabi Alonso sieht es überhaupt nicht. Für einen Xabi Alonso ist klar, sein Mittelfeld ist Tchouaméni, Arda Güler und Bellingham. Und da ist kein Platz für Fede Valverde. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Fede Valverde so unzufrieden ist. Deshalb hat er auch so aktiv damals wahrscheinlich gesagt, weil er es schon hat kommen sehen, ich bin kein rechter Verteidiger. Er wollte vielleicht einen Xabi Alonso damit die Pistole ein bisschen auf die Brust setzen. Ja, das ist die Information. Es sind nicht nur die Insider, inzwischen sind es auch die seriösen Journalisten. Real Madrid muss da dringend eine Lösung finden. Real Madrid, ich wiederhole meine Meinung, muss sich hinter den Trainer stellen. Denn egal welcher Trainer als nächstes kommen würde, die Mannschaft wüsste, jeder wüsste, der Trainer, alle wüssten, die Jungs haben die Kabine in der Hand, nicht der Trainer. Und da kann egal sein, wer als nächstes kommt. Ja, für mich ist das eine desolate Information. Ich habe vor 2 Wochen euch die Information geteilt, aber ein kleiner Teil in mir hat noch gehofft, bitte seid nicht wahr, bitte, vielleicht wird alles nur zu heiß gekocht, weil alle unzufrieden sind. Aber wenn inzwischen die Journalisten sogar die Info weitergeben, ja, dann tut es mir leid, aber dann ist da was dran. Ja, würde mich tatsächlich mal interessieren, ob ich der Einzige bin mit dieser Meinung oder wie ihr das Ganze seht. Lasst mir bitte eure Meinung dazu mal bitte in den Kommentaren. Ich werde mir so viele Kommentare durchlesen, wie ich kann, denn ich bin ganz ehrlich, inzwischen verzweifle ich daran, wir haben so einen tollen Kader, wir haben so einen tollen Trainer. Es kann doch nicht wahr sein, dass ein paar Egos, ein paar faule Äpfel dieses ganze Projekt zerstören. Es regt mich auch sehr, sehr auf. Naja, ansonsten noch die Infos für euch oder die Info für euch. Ich arbeite an einem Livestream, wo ich unter anderem die Rede von Florentino Perez in der Jahreshauptversammlung für euch komplett übersetzt habe. Und zwar ist das eine unglaubliche Monsterrede gewesen, wo er links und rechts Geraden verteilt hat, wie Mike Tyson Prime. Er hat gegen La Liga geschossen, gegen Tebas, gegen den FC Barcelona, gegen Negreira, gegen die spanischen Schiedsrichter. Also, ich bin ganz ehrlich, ich kam aus dem Staunen nicht heraus. Ich musste mein Video, was ich währenddessen geschnitten habe, unterbrechen und mir die Rede anhören. Das waren 33 Minuten für die Geschichte. In diesem Livestream werde ich mich mit euch auch über die aktuelle Situation von Real Madrid und der Kabine unterhalten. Meine Frage, weil viele sich von euch beschwert haben, dass bei den Livestreams in YouTube so viel Werbung kommt, kannte ich gar nicht. Ich kann da auch gar nichts beeinflussen. Also es liegt nicht an mir. Meine Frage ist, seid ihr eher auf der Seite von Twitch oder seid ihr eher auf der Seite von Kick? Denn ich glaube, sehr viele YouTube-Creator gehen nach Kick, weil man da auch mit dem Urheberrecht viel mehr Chancen hat, euch bestimmte Spielszenen zu zeigen. Es gibt eine Spielszene, die ich euch unbedingt zeigen wollte. Da geht es auch um Fede Valverde und Eduardo Camavinga. Die geht gerade durch die sozialen Medien. Ihr könnt die gerne auf meinem Twitter-Account sehen. Die habe ich gestern veröffentlicht. Aber bin ich mal gespannt. Lasst mir dazu auch bitte eure Informationen, eure Meinung in den Kommentaren. Ansonsten würde ich vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!